5,26 Meter, Ilia steht neben mir. Wir machen ein kurzes Video, denn wir haben dieses Fahrzeug hier in Bern gefilmt und mittendrin ist der Ton ausgefallen auf der Originalaufnahme. Ich habe mich aber nicht getraut, es nicht zu senden und es hatte fast 200.000 Aufrufe ohne Ton. Die Leute, ich musste die Kommentare deaktivieren, weil jeder hat geschrieben, es ist kein Ton dabei. Nach dem 5000. habe ich gedacht, so langsam müssen sie ja merken, dass der Ton weg war. Es tut mir so leid. Dann hoffen wir, dass diesmal der Ton funktioniert. Der Ton funktioniert, er geht, ich sehe es hier, alles ist gut. Ja, Saarländer sind auch hier. Hi, du bist die? Annette. Annette. Ja. Sag mal, ist das nicht schön hier bei HZ? Was ist so besonders bei HZ? Was so besonders ist, Ja, sag mal. da ist die Ausstattung von den Wagen. Wir wollten bald sehen, die Videos, wo wir immer sehen, von dem Herren. Ja. Videos sind von ihm. Genau, das wissen wir, die Stimme kennen wir auch. Okay. Da wollten wir uns das mal ansehen, ob das, was auf den Videos ist, genauso auch in Wirklichkeit Es ist. ist sehr schlicht, das Design teilweise, aber das kommt den Leuten entgegen, sehr zeitlos. Genau, das kommt uns entgegen. Und Aber auch trotzdem sehr extravagant. Ja. Darf ich mal fragen, wo ihr her seid aus dem Saar? aus Ottweiler. Aus Ottweiler. Ja. So, das ist ja mal schön. Das ist zwischen St. Wendel und Saarbrücken. So, das ist also mittendrin. Zwischen St. Wendel und Neunkirchen. Neunkirchen. Die Perle Danke, an der Plies. Die Perle an der Blies. So, wir zeigen uns das mal. Das ist ein tolles Fahrzeug, 5,26 Meter. Ja. Es hat gar keine Länge, es hat ein besonderes Konzept, weil bei 5,26 Meter, Elia, da kann man nicht alles kriegen, sondern man kriegt viel, aber nicht alles. Ja, also das ist hier ein Konzept für jemanden, der sagt, ich fahre in die Städte, muss parken. Das heißt, das Parken ist hier ganz wichtig. Das Auto ist lediglich 5,26 Meter lang. Und so, der heißt auch City, weil er für Städtefahrten optimal ist. Das ist quasi die nächste Größe vom Bulli. Aber wir haben hier alles drin, was wir brauchen. Längsbett, Küche, Toilette, Dusche, Schrank, ist alles da. So, mal ein ganz kleines bisschen nach links gehen, Elia, dass wir das Ding mal drauf kriegen. Das ist 5,26 Meter. Es war der Star in Bern. Ihr habt den neu vorgestellt und dann fällt der Ton aus. Ist das schon ein neuer oder ist es der aus Bern? Nein, das ist der nächste natürlich. So, der nächste ist so. Du willst die Kapazität erhöhen. Das war ganz wichtig, weil du hattest Lieferzeiten 2,5 Jahre. Du sagst, in Kürze für die Serienfahrzeuge geht das in 15, 18 Monate. Ist das realistisch? Ja, also so Gott will und die Fahrzeuge kommen rechtzeitig, wollen wir das so machen, dass bei Serienfahrzeugen die Lieferzeit zwischen 12 und 16, 17 Monaten ist. So, Preis von dem, wie er hier steht? Der liegt bei ca. 90.000 Euro. 90.000 für einen echten HZ. Ja. So, das ist ein Frontheckgetriebenes. Das ist ein Frontantriebler, das heißt, er hat Frontantrieb. Dadurch haben wir eine 2 Meter Stehhöhe im Fahrzeug. Das Sensationelle an dem Auto ist, es ist ein echtes HZ. Ja. Es ist ein, ich sag mal, ein City-Auto, mit dem kannst du dich in die Stadt reinstellen. 5,26 Meter ist das kürzeste Radstand, oder? Ja, also den bin ich jetzt die letzten ein Jahr selbst gefahren. Ich musste viel fahren, Termine und so weiter. Viele Hotels waren ja geschlossen. Das ist das optimale Fahrzeug, wenn man irgendwo in die Stadt reinfahren muss. Man muss parken. Man hat trotzdem alles, was man braucht. Wahnsinn. Du magst mal reinsetzen, bitte, dass wir das mal sehen. Es hat eine richtige Sitzbank mit drin, die du in 0, nix, da habt ihr euch wirklich unglaublich viele Gedanken gemacht. Ihr hast ganz tolle Entwickler, muss man sagen, die sich wirklich viele Gedanken machen, wie man eine offene Blickachse schafft. Ein Raum, auch wenn es mal schlechtes Wetter ist, zum Frühstücken und so weiter. Das Umbauen darf keine 5 Jahre dauern, oder? Nein, also das Konzept hat mehrere Sitz- und Liegemöglichkeiten. Es ist so gemacht, dass es sehr praktisch ist und trotz, dass wir innen drin eigentlich nur 2,60 Meter Platz haben, es ist nach hinten sehr offen, macht ein sehr großes Raumgefühl. Unglaublich, guck mal hier, denn du hast in dem Bereich, wo man sitzt, gar keine Schränke. Du hast nichts, was irgendwie im Weg steht. Der ist genauso gebaut wie alle anderen. Das bedeutet also, die Möbel sind, die sind geschraubt, verzapft, alles. Ja, also die Möbelqualität ist bei uns überall die gleiche. Das Fahrzeug ist top isoliert, Sommer-Winter-tauglich, Warmwasserboiler, Heizung. Es ist ein vollwertiges Reisemobil auf 5,26 Meter und unter 3 Meter Höhe. So, die Stehhöhe. Wenn du jetzt mal aufstehst, bitte. Du kannst bequem aufstehen. Das ist die Stehhöhe. Der Elia, komm mal bitte kurz rein, dass wir das mal sehen. Das ist... Stehhöhe ist 2 Meter hoch. 2 Meter hoch. Du bist 1,93, hast Schuhe noch an. Ich habe Sandalen an. Also Du bist ein Riesenkerl, muss ich sagen. Also das ist hier für die gut auch zum Zeigen, dass man einmal die Simone sieht und einmal den Elia. Ja. Da geht's so gefühlt. Ja, genau. Genau. Ihr könnt euch beide hinsetzen und jetzt kommt's. Dieser Tisch, den kenne ich schon von vielen Installationen, den kannst du ruckzuck rausnehmen. Der ist hochvariabel. Das ist ein professioneller Tisch. Das ist kein Campingtisch, oder? Also das ist ein echter Tisch, wo man essen kann. Und wir haben das so gemacht, dass man sagt, sogar wenn man das Bett gebaut hat,
trotz dass das Auto so kurz ist, muss man gar nicht umbauen zum Essen. Man kann Fahrer-Beifahrersitz nutzen und man kann den Tisch nach vorne drehen. Das heißt, wir können nachher so gegenüber sitzen auf dem Fahrer-Beifahrersitz, ohne dass wir das Bett umbauen müssen. Es gibt eine richtige Toilette, es gibt eine Dusche auf 5,26 Meter. Die meisten 5-Meter-Fahrzeuge, du siehst ja viele auf Fiat Ducato, die haben ja 4,99 noch im Programm oder ich sag mal Peugeot, da gibt es keine Dusche. Wie gesagt, der Sprinter bietet 5,26 Meter und da ist eine ordentliche Toilette drin, wo auch ich drauf sitzen kann, ohne mir die Knie anzuhauen. Also bitte, zeig mal, dass wir das mal sehen, weil normalerweise nehme ich ja gerne die Simone als Model, aber hier, man sieht, also er kann auch ordentlich sitzen. Ich hau mir die Knie nicht an. Ich kann sogar gleichzeitig das Waschbecken benutzen. Sitzen, du kannst dich schminken davor. Das ist du jetzt nicht, das aber... Ich nicht, ja, aber wer es möchte. Sind im Jahr 2022. Bitte noch mal, kann ich da schminken? bitte mal rausnehmen, das Waschbecken. Das ist so genial. Das heißt, du kannst dich hinsetzen, kannst Zähne putzen, während du... Na gut, das würde ich jetzt nicht machen, aber es würde Das gehen. Auto ist partytauglich. Wenn man abends ein Gläschen Wein zu viel getrunken hat, kann man Waschbecken und Toilette gleichzeitig nutzen. Also was wichtig ist, man hat hier Platz. Das heißt, man kann sich bewegen, man kann sich reinigen. Es ist nicht so bei vielen eingeengt irgendwas. Also man hat hier wirklich Platz. Man kann sich auch als Menschen mit einer normaler Größe, der jetzt nicht nur 1,70 Meter ist oder so, einer etwas größer ist, kann auch sich hier ordentlich setzen, ordentlich bewegen, auch ordentlich stehen. Und wie ist es mit dem Duschen? Das Duschen erfolgt im Vorhang. Ja. Hier ist die Schiene, die geht ringsrum und da kann man wunderbar drin duschen. Wie gesagt, da bin ich selbst jetzt letztes Jahr gefahren. Ja. Wunderbar. Also ich mag den. Er ist natürlich nicht geländetauglich, das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber für Leute, die durch Städte fahren und wenn auch jemand vorne ist, kann man sich jetzt zurückziehen. Da ist eine Schiebetür. Toll. Genial. Und dann ist die Nasszelle erledigt. Da ist ein Schrank, oder? Da ist ein Kleiderschrank drin. Ein Kleiderschrank, für hängende Kleider. In einem 526er. Ja, da hängt jetzt mal ein langer Pulli. Ja, und geht. ein paar Hemden von mir. So, das heißt, hier haben wir Waschbecken, wie gesagt. Hier haben wir Platz für Toilettenpapier. Ja, Klopapier. Hier ist die Toilettenpapierrolle. Ja. Unten ist der Gaskasten. Ja. Das heißt, hier passen entweder 2x11 Kilo Gasflaschen rein oder so wie hier, der hat die Dieselheizung. Da machen wir unten da langt das. Ja. 2x2,8 Kilo Butangas, haben noch ein bisschen Stauraum. Also kann ich mit dem Fahrzeug autark stehen? Ja. Okay. So, da ist ein Truma Diesel drin, die beste Heizung der Welt. Jetzt mit Höhenkit. Hier haben wir auch übrigens noch ein bisschen Stauraum. Sag mal, die müssen die den wirklich aus den Händen reißen. Also der ist ja schon verkauft. Nein, der jetzt schon, aber die Nachfrage muss doch enorm sein, oder? Also aktuell ist so, wenn ich ehrlich sein darf, wir hatten noch nie in Düsseldorf, dass am 3., 4. Tag alle Fahrzeuge weg waren. Ja. Es ist auf dem Stand alles verkauft aktuell. So, und das ist so. Und du hast ja Vorführer, die, ich sag mal so oder so ähnlich jetzt im Vorführraum standen. Die werden hier verkauft auf der Messe, die werden gezeigt. Da ist der echte Mercedes-Benz drunter, da hast du auch nicht gespart. Da ist eine ordentliche Ausstattung vom Basisfahrzeug. Also das ist halt der Mercedes-Benz mit Vorderradantrieb und den Rest machen wir hinten. So. Und wie sieht's aus mit den Dekoren und so? Kann ich die selbst, also kann ich das Design ändern? Kann ich die auch so ja, also hier kann man es nochmal sehen. Ja. Bei uns kann der Kunde sagen, ich hätte gerne den Korpus in einer Farbe, ich hätte gerne diese Schubladenreihe in Blau, diese Tür in Grün, ich hätte gerne den Tisch in Dunkel, die Küche in also Hell. Also sogar einzelne Teile kann ich anders. Okay. Also wir produzieren in Handarbeit, das heißt, das ist bei uns keine Industrie, es läuft bei uns kein Band, wir sind Einzelhersteller. Okay. So, jetzt kommt es noch viel besser. Du hast jetzt hier diese Bar aktiviert, denn die sieht nicht nur schön aus, sondern das könnte auch jemand so machen. Ich sag mal, ein Rotweinliebhaber kann da was reinstellen, aber auch ein kleiner Schnaps. Das ist hier ein Gewürzregal, auch für Kaffeetassen, das ist ja auch für Tassen gedacht und eigentlich für Wasserflaschen gedacht, aber wenn man Alkoholflaschen reinmacht, da gucken die Leute eher hin. Das heißt, das ist jetzt hier so ein Eyecatcher auf der Messe. Der Schwammhalter ist geil, der ist so klasse. Es ist ja so, wir haben hier alles drin, aber man muss mit dem Platz haushalten. Ja. Das heißt, jeder hat einen Schwamm, jeder hat eine Zewa-Rolle in der Küche, das muss irgendwo hin. Und deswegen haben wir den Schwamm jetzt hier, die Zewa-Rolle da, die Gewürze hier, dann haben wir die Tassen da und die Wasserflaschen hier. Weißt du, was mir gerade auffällt, so vergisst man wenigstens den Schwamm und die Zewa-Rolle nicht, weil man sieht, da fehlt ja noch was. Du hast ja immer der Schwamm, der stinkt immer wie Sau, weil der immer nass irgendwo rumliegt und hier, der trocknet hier an der Stelle, das ist gut. Dann musst du vorher ausdrücken natürlich. Musst du vorher ausdrücken, dann oben hast du einen Deckenlüfter mit drin. Serienmäßig drin haben fast alle unsere Fahrzeuge, das heißt, da wo man kocht, entweder Dunstabzug oder zum Zirkulieren, wenn es heiß ist.
Vorrat an Frischwasser? 80 Liter Frischwasser, 80 Liter Abwasser. Überleg mal, 80 in einem 526er. Also die anderen haben 120 und mehr. Bei dem kurzen haben wir halt weniger Platz und deswegen Anführungszeichen 80 Liter Frischwasser. So, ordentliche Schränke. Das sind jetzt hier Schränke für Kleidung zum Legen, 4 Einheiten. Was auch toll ist, mit dem Glas in der Mitte, das macht das leicht. Das ist eigentlich nicht der Hauptgrund, wenn ich ehrlich sein darf. Der Grund ist dafür da, wenn man diese Türen unterbricht, ist das Raumgefühl größer. Leicht meine ich vom Sehen her. Die sehen jetzt nicht so, weißt du, so unbedingt massiv aus. Das ist das, was du eben gesagt hast. Die wirken leicht. Das ist moderne Bauweise. Ist moderne Bauweise. Das ist halt so, dass das Raumgefühl, es schmeichelt dem Auge, sagt man. So, jetzt hast du hier CE drauf. Das hat einen besonderen Grund. Das Glas muss bestimmten automotiven Formen entsprechen. Klar, wenn man natürlich Glas ins Auto einbaut, muss es auch für Fahrzeuge zugelassen sein. Das ist oft so, dass die Leute denken da gar nicht dran. Und dann zum Beispiel musst du eine entsprechende Tönungsfolie, die muss ein CE-Zeichen haben. Da kannst du nicht einfach. Also wir haben ja nicht irgendwo ein COC-Papier aus dem europäischen Ausland, wo die Hälfte nur ausgerechnet wird auf dem Papier. Jedes Fahrzeug bei uns wird beim deutschen TÜV oder beim deutschen GTI vorgeführt. Und die schauen mit 4 Augen hin, wenn ich das so sagen darf. Und somit ist alles, was bei uns eingebaut wird, auch zulassen. So, Das ist das Blatt fürs Bettzeugs. Das heißt, hier haben wir noch Zusatzpolster, Vorhänge und Bettzeugs, alles drin. Das heißt, das geht von links nach rechts und dann wird das Bettzeugs verstaut. Zeigst du uns mal, wie das Bett funktioniert? Gerne. Das heißt, wir haben 2 Möglichkeiten. Wenn man essen möchte am Tag, bist du so nett? Ja. Du sitzt Ach so, hier, Entschuldigung. ich sitze da. Ja. Man kann also so essen. Ja. Das heißt, das ist so am Tag, man hat das Bett reingefahren, man kommt an die Küche ran, dann kann man so essen. Wenn man nachts das Bett baut, kann man auch den Tisch so drehen. Toll. Wenn du den Sitz drehst, dann kann man auch so Genau. sitzen. Also Darf wie man genau? ganz gut. Ah ja, okay. Geil. Ach so, du kannst auch sitzen, essen mit 2 Personen. Ja, wenn ich das Bett nicht zurückbauen möchte, also das Bett fährt so raus, Ist eine Schublade. das Bett fährt so raus. Ich habe schon ganz vergessen. Und dann kann man sagen, okay, man baut das Bett jetzt so und ich möchte das Bett nicht zurückbauen. Das heißt, für eine Person kann man durchgehen. Ja, eine Person braucht man gar nicht bauen. Wenn man sagt, okay, man mag sich extrem, dann reicht auch dieser Platz. Das Bett geht natürlich auch ganz nach vorne. Also nochmal, eine Person bleibt so, wie es ist. Also eine Person schläft so. So, eine Person schläft so. So, die Polster brauchen wir nicht, die können wir nach hinten verfrachten. Und das reicht für eine Person. Das sind 70 cm. So, wenn du dich mal gerade drauflegst, du bist ja hier das Gardemaß, 1,93 Meter. So, das ist jetzt eine Person. Also eine Person kann hier ganz locker, Warte mal, da kam gerade das Polster. eine Person kann hier ganz locker schlafen, 70 cm. Sag mal, Elia, jetzt mal blöd gefragt, ist das der Original-Mercedes-Stoff, den du hier hast? Das ist der Original-Mercedes-Stoff. Das heißt, der Stoff, den du nicht kaputt kriegst, Das ist der langlebige, der auch den einen oder anderen Weintropfen auffällt und so weiter. wo ist der denn her? Wo hast du den her? Hast du irgendwie die Fabrik ausgeraubt? Vom selben Lieferanten wie Mercedes. Das heißt, man kann den bestellen. Eigentlich nicht. Über uns. Über euch. Wir sind ja Mercedes auch bei. Warte, ich zeig's mal gerade. Das ist nämlich der Stoff, wie er hier ist in der Mitte. Und das ist der Originalstoff. Der nennt sich Kaluma. Und ich kann danach einen Stoff zeigen. Also das heißt, der hat hinten dran, das ist jetzt kein Buschstoff oder irgendwas. Das ist ein Handwerkerstoff. Das heißt, wenn man den nach 10 Jahren nass macht, bürstet, sieht er wieder ordentlich aus. Aber man muss jetzt sagen, das sind keine 2 Meter. Das haben Wir haben eine 1,85. Polster oben. Das kann man jetzt 2 Meter verlängern. Ah, ja, Das war okay. das Polster oben. Das heißt, das ist jetzt hier die Bettversion für eine Person. Man kann auch sagen, ich möchte noch durchlaufen. Da kann man nur ein Polster hinmachen. Man kann aber auch das Doppelbett komplett bauen. Also man kann das auf 2 Meter verlängern. Das Ja, Polster. ja. Okay. Und wenn der Kunde jetzt sagt, ich möchte das Bett nicht umbauen, möchte frühstücken, kann man trotzdem, der Tisch bleibt hier da, der geht ja am Bett vorbei, und da kann man so sitzen, ohne das Bett umbauen zu müssen. Okay, jetzt machen wir es mal groß. Bitte mal maximal, was geht. So, jetzt kann quasi das Machen wir Kind... die Polster hinten rein und dann haben wir hier ein Doppelbett. Gut, wir machen das mal bitte. Wenn du mal so lieb bist, hol mal die Polster ruhig, dass wir das mal sehen. Ich setze mich mal dahin, wo du bist gerade. Ja. Da kann ich ein bisschen besser filmen. Dann tauschen wir gerade mal. Tausch mal gerade mal. Du gehst mal raus. Ich setze mich mal ganz kurz hier rein. Hol ich mal die Beine weg. So, und dann fährt Elia aus. Gezogen, das Polster kommt hier hin und die 2 anderen Polster werden gekippt. Das war's. Elia, wenn du mal gerade ins Klo gehst hinten und dann bitte du mal drauf, Ja. dass wir das mal sehen. Und mit den Füßen aufpassen, ein bisschen hochhalten. So, das ist wirklich riesig.
Ah, das gibt Bauchmuskeln, sehe ich schon. Aber das ist ein Riesenbett, was du jetzt hast. Die Bettmaße, was haben wir? Das sind hier mit dem Polster, also ohne Polster 1,85, mit dem Polster 2 Meter mal 1,30. Und das Polster musst du mir mal zeigen, wie das funktioniert. So, da ist ein Sitz drehen. So, den Sitz drehen. Genau, man kann ja übers Bett steigen. Das heißt, du kannst jetzt einfach Wenn ich rübersteigen. das nicht machen mit Schuhen, muss Ja. man sagen, weil das Auto verkauft ist. Das heißt, wenn man es möchte, kann man den Sitz drehen, den Tisch abbauen. Es ginge aber vom Gewicht, du kannst hier draufsteigen. Das ist eine Schwerlast, oder? Das sind 4 Metallbeine hier. Das heißt, Achso, die kommen mit. ja, die gehen immer mit. Ach, die Beine kommen mit, die sind hier Die drauf. kommen mit. Das Bett ist in jeder Position belastbar. Okay, verstehe. Habe ich verstanden. Jetzt kein Schmutz hinter. Nee, passt. Alles gut. Macht ja Sinn. Das heißt, das Der neue Polster- Eigner sagt vielen Dank. Das Polster ist hier. Und dann kann man das Bett nachher die letzten 15 cm verlängern. Der Sitz wird gedreht. Dann ist der Hat man Tisch die zwei aber, Meter. der muss raus, Der der muss Tisch. Okay, Tisch muss dann raus. Verstanden. An den Käufer, dein Auto wird jetzt ein Star. So, auf jeden Fall. So, Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Das können wir hier mal zeigen. Das können wir abkürzen. Direkt auf der Stirnseite. Dann hier hast du deine Besteckschublade drin. Lade ist hier drin. Hier haben wir den Stauraum für die Küche. Das heißt, hier haben wir für Töpfe und für Material drin. Hier haben wir 2 kleine Mülleimer drin. Und dann halt Küchenmaterial, was auch immer. So, 5,36 Meter. 26, ein echter HRZ. Anhängelast von denen hier, was kann der? 2 oder 2,8 Tonnen. 2,8 Tonnen. Das heißt, ich kann ein Pferd ziehen. Das würde gehen. Pferd wiegt ungefähr 600-700 Kilo. Der Anhänger wiegt Pferd so. mit Trailer, also bis 2,8 Tonnen geht. Ich kann ein Boot ziehen. Ich kann, also das ist doch optimal, wenn du unterwegs bist. Freizeit. Alles bis 2,8 Tonnen. Alles bis 2,8 Tonnen. Wird das Auto auch im Freizeitbereich genutzt, also als normales Fahrzeug oder eher weniger? Also das Fahrzeug ist ja relativ kurz. Viele Ja. Kunden, die das Auto kaufen, haben kein Pkw mehr. Ja, genau. Das heißt, das Besondere hier ist, wenn man die Türen öffnet, man kann durchladen. Das Ja. heißt, man kann Fahrräder, so einen E-Scooter reinmachen. Das heißt, man kann auch Sachen mitnehmen. Das Konzept hier ist eine Mischung aus Pkw, SUV und Reisemobil. Ja. Das heißt, viele haben gar kein Pkw mehr. Tiefgarage ist natürlich passé, das ist klar beim Reisemobil. Aber sonst vom Parken her ist das ein Pkw. 5,26 Meter. Das ist kürzer wie der Bulli mit langem Radstand. Toll. Das Konzept hinten sensationell. Man kann alles komplett öffnen, kann durchladen. Du sagst, alles was Elektro ist, ist perfekt zum Durchladen und du kannst von vorn bis hinten durchladen und das Ganze auf Wunsch sogar an Schienen befestigen, soll der Kunde nur sagen, was er will, oder? Ja, also wenn jemand Fahrräder, E-Bikes mitnehmen möchte, dann kann man hier Airline-Schienen reinmachen, oben Befestigungspunkte. Also das Fahrzeug ist ja 5,26 Meter lang. Da möchten wir auch die Fahrräder drin haben, damit das Fahrzeug nicht noch länger wird. Wir haben eine Box gezeigt aus dem Zillertal mit einer Rahmenverlängerung. Die kann man wegschwenken. Also es gibt unglaublich viel Zubehör. Man könnte jetzt hier eine Rahmenverlängerung dran machen, das würde gehen. Also man kann Fahrradträger, Motorradträger dran machen. Das Besondere ist ja, dass wir halt 5,26 Meter sind. Und deswegen ist es, man kann es machen. Er wird dann länger. Er wird dann länger, da haben wir wieder was Längeres. Es ist ja nur eine Option. Also wenn einer sagt, ich fahre jetzt auf einen großen Urlaub, nehme das Ganze mit, lass das vielleicht sogar stehen am Campingplatz, kann ja sein. Wir können ja entwerfen, was wir wollen. Wenn 10 Kunden haben, wir halt 5 verschiedene Zielrichtungen. Ja. Es geht, aber wie gesagt, man kann auch hier Fahrräder durchladen. Das ist das Besondere hier drin. Das Konzept ist ja eine Mischung aus Pkw, Reisemobil und SUV. Ja, was ich mir auch vorstellen könnte, wäre ein Zelt. Am besten am Zubehörmarkt mal gucken, das ist ein Sprinter, da kriegst du alles für, oder? Vorne eine Markise, die kann man rausfahren. Es gibt hinten irgendwas, es gibt viele verschiedene Sachen. Hier hinten haben wir jetzt so, dass man sagt, das sind hier die 2 Campingstühle und der Tisch aufgeräumt. Immer am Platz. Man muss auch nichts anderes weghauen, dran zu kommen. Hier ist die Kassette. Und das sind große Campingstühle, das sind jetzt keine Mini, wie Das man es sind die kennt vom großen, Volkswagen. wo ich drauf liegen kann. Hier haben wir die Kassette ordentlich zum Rauskommen, dass man sie gut rausziehen kann auf Arbeitshöhe. Und hier haben wir nachher, falls der Kunde draußen duschen möchte, dann kann man das nach außen drehen. Kann man die Dusche außen nutzen. Das heißt, bei dem City Optimal war das ja hinten dran. Das heißt, ich komme vom Strand oder will den Hund zum Beispiel abduschen, der im Salzwasser war. Man hat die Möglichkeit, bei schönem Wetter auch draußen zu duschen. Toll. Und hier haben wir Platz für Fahrradhelme, was auch immer. Man versucht, jeden Zentimeter zu nutzen. Ja, da sind wir. Fazit bei dir? Tolles Fahrzeug, vor allem die Länge unschlagbar und man hat trotzdem alles drin. Das gefällt mir richtig gut. Sag mal, kann der Kunde, da sind jetzt Fenster, da sind jetzt Campingfenster drin, kann der Kunde das bestellen,
vorstellen, Originalfenster. Hast du das schon mal gehabt? Ja, also wir haben einiges mit Glasfenster. Wenn jemand sagt, ich möchte ganz unauffällig stehen, man soll mich auch nicht durch die Campingfenster erkennen, kann man es mit Glasfenster erkennen. Man muss halt Acht geben, die Glasfenster werden im Sommer etwas heißer und im Winter ist eine Kältebrücke. Aber wenn der Kunde das möchte, selbstverständlich. Kann das kriegen. Also Eine optimale Tarnung. Stealth-Camper, da stehen nämlich die Schweizer total drauf. Ja, das habe ich nämlich erfahren, da gibt es eine eigene Halle. Da sind Aussteller, die so Stealth-Camper machen. Das HZ würde ich ungern abmachen, ganz ehrlich. Aber das wissen ja nur die Profis, muss man sagen. Aber nach unseren Filmen natürlich immer mehr. Wenn ich ihn haben möchte, ihr habt ein Ausstellungszentrum in Heilbronn. In Bretzfeld bei Heilbronn Bretzfeld. Sind wir mit einem Ausstellungsraum mit zwischen 7 und 12 Fahrzeugen immer da. Wer sich für so Fahrzeuge interessiert, bitte anrufen, Termin vereinbaren. Wir sind keine 500 Verkäufer, wir sind nur 4. Termin vereinbaren und dann nehmen wir uns einen halben Tag Zeit, den Kunden die Fahrzeuge zu zeigen. So, das wird mein neues Interieur. Das kann ich euch mal zeigen. Wir kriegen ja einen neuen HRZ, den ersten. Nicht den neuen, sondern den allerersten. Das ist nicht dieser hier, sondern es wird der hier sein. Der heißt wie? Dieser Grundriss, das ist der Star-Grundriss mit dem Sahara-Allrad-Konzept. So, der wird ein bisschen heller sein. Das Fahrzeug ist schon bestellt, das Hochdach ist schon da. Das Ganze wird begonnen nächstes Jahr und wird ungefähr wann fertig? Mai? So Gott will, im Mai. Im Mai. So, da steht er dann auf Allrad mit allem drum und dran. Da werden wir euch berichten und das wird ein Fahrzeug, das werden wir ganz lange halten, denn es ist sehr zeitlos und du hast ganz viele HRZ, die auf dem alten Sprinter-Fahrgestell noch unterwegs sind, wo die Leute sagen, ich gebe das nicht ab, das soll mich ein Leben lang begleiten, oder? Also die Fahrzeuge werden ja so produziert, dass sie eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahre haben. Unsere Kunden planen auch immer ein halbes Jahr im Voraus. Das heißt, wir haben nicht die Sofortkäuferschicht. Das heißt, der Kunde plant länger, bis teilweise ein halbes Jahr, ein Jahr. Und dann werden die Fahrzeuge wirklich gehalten. Wir produzieren seit 50 Jahren Reisemobile. Wir haben gerade nicht ein gebrauchtes. Ja, das heißt, du hast angefangen mit 3 Jahren, die zu produzieren? Ich bin zweite Generation. Ich habe vor 22 Jahren angefangen. Die Firma gibt es seit 1972. Ja, vielen Dank, Elia. Vielen Dank, Simone. Viel gelernt. Jetzt gibt es was Kurzes zu essen und dann geht es weiter. Wir werden euch neue Modelle zeigen. Zum Beispiel ein Expeditionsfahrzeug. Hier ist es da auf Sprinterbasis. Hier ist ein Sprinter drunter, ein 4x4. Vielen Dank. Sprinter 4x4? Das ist ein Sprinter-Fahrgestell mit einer Kabine, 4x4 serienmäßig. Ist der unter 300 Tonnen? Nein, das ist die längere Version, der ist bei 4,1. Wir haben bei den Kabinen 2 Baureihen. Die Casablanca-Baureihe ist 5,99 Meter unter 3,5 Tonnen. Und das ist die Casablanca U oder Casablanca L, die sind 6,50 Meter und sind 4,1 Tonnen. Preis von dem, wie hier steht? 195.000. 195, überleg mal. Also es ist wirklich, wer sich ein bisschen auskennt, das ist ultra, aber da werden wir gleich drauf eingehen, werden einen extra Film machen, HRZ. Ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aus Bretzfeld, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sie sind kultig, wo man mit einem HRZ auftritt. Da hat man oft Leute, die mal reingucken wollen und das wird er, der HRZ-Star. Das Licht kann man uns einstellen, das ist jetzt für die Messe grün gewählt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.